Willkommen zur 12. Folge von Hedonista, was Huren über Liebe wissen. Teil 2. Ich bin Elisa Cabo und sitze auch diese Woche mit der bezaubernden Eva Lekra hier zusammen. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Letzte Woche haben wir die Liebe entkleidet, und zwar Schicht für Schicht. Wir haben Besitzansprüche seziert, Tauschgeschäfte entlarvt und gezeigt, wie viel Kalkül oft hinter dem steckt, was man so leichtfertig Liebe nennt. Aber diese Woche geht es noch ein wenig tiefer in den Kaninchenbau. Wir fragen, ob nicht besitzen wollen gleichbedeutend mit Polyamorie ist. Oder ob es noch eine radikalere, intimere Art gibt, Liebe zu erleben. Und wir verraten, wie wir persönlich lieben wollen, mit all den Spielregeln, die Lust und Nähe erst wirklich spannend machen. Also, liebe Sherlocks, zieht euch warm an, denn diese Woche wird's tiefer und intimer als jemals zuvor. Wir haben jetzt so viel über Besitz, über Tauschhandel und diese kleinen und größeren Selbstlügen der Liebe gesprochen. Findest du, dass dieser Job nicht auch manchmal desillusioniert, dass er einem den Glauben an die Liebe nehmen kann? Oder wie siehst du das genau? Ich würde sagen ja und nein. Ich würde mich selber schon als desillusioniert bezeichnen. Ich würde es aber gar nicht auf den Job beziehen, sondern einfach auf den Lauf des Lebens so im Allgemeinen. Ich bin manchmal ein bisschen traurig drüber, wenn ich mir so überlege, wie wunderschön das erste Mal verliebt sein im Leben gewesen ist. Man war so blind vor Liebe. Man ging überhaupt nicht davon aus, dass unser Gegenüber jetzt irgendwie uns schaden wollen könnte. Dieses Gefühl gab's nicht. Das kam ganz automatisch beim zweiten Mal Verliebtsein dazu, weil man ja schon auf gewisse Art und Weise enttäuscht worden ist. Ja, und so wiederholt sich das. Man verliebt sich und es passiert eine Enttäuschung, egal auf welcher von beiden Seiten. Und das wiederholt sich wieder und wieder. Und je öfter das Ganze passiert, desto weniger glaubt man an dieses absolut harmonische Bild, was man vielleicht mit 14 Jahren noch gehabt hatte, als man das erste Mal geschwärmt hat und verliebt war und Wolke 7, wo bist du? Ich suche dich, ich brauche dich. Und ja, es ist wirklich schade und es ist manchmal auch an der einen oder anderen Stelle traurig. Und trotzdem will ich nicht aufhören, an die Liebe als solche zu glauben. Also ich denke schon, dass es irgendwo da draußen vielleicht doch den ein oder anderen Menschen gibt, mit dem das ganze Konzept, so wie ich es mir heute vorstellen würde, irgendwie passt. Aber ja, desillusioniert ja, aber jetzt nicht unbedingt wegen dem Job. Wobei der natürlich schon auch Auslöser ist, einen ganz anderen Blick darauf zu kriegen, was die Frustrationsauslöser bei anderen Leuten sind. Das muss man mal dazu sagen. Also es gibt mir zumindest mehr Klarheit, als ich sie mir jemals zugetraut hätte. Aber das macht mich schon wieder optimistischer daran zu glauben, dass es für mich diesen Idealmenschen doch irgendwo da draußen vielleicht noch gibt. Aber er passt nicht in die Norm, das möchte ich dazu sagen. Es wird nicht eine normklassische Liebesbeziehung, wie ich sie mir mit 14 gewünscht habe, mit so einer Lady Di-ähnlichen Hochzeit. Nee, ich glaube, bei mir würde die Kirche in Flammen aufgehen, wenn ich reinkomme. Nur wegen den roten Haaren, oder? Nein, auf gar keinen Fall deswegen. Ach, um Gottes Willen, ich muss dafür die Beichte ablegen, da fängt es doch schon an. Der Pfarrer sagt dann gleich, sie kommen hier nicht rein. Ja, es ist, wie es ist und es hat alles sein Für und Wider. Manchmal ist es sehr schade, aber überwiegend ist es sehr schön und ich würde es, wie gesagt, überhaupt nicht auf den Job münzen, sondern einfach auf den Lauf der Dinge, den Lauf des Lebens. Ich glaube, wenn wir jetzt andere Frauen außerhalb unserer Berufssparte fragen würden, würden die auch nicht mehr so naiv und blauäugig drauf loslaufen wie mit 14, sondern auch die hätten ihre kleinen Päckchen mit sich zu tragen, genau wie jeder andere auch. Also von daher. Finde ich interessant. Also, ich habe schon mit vielen Frauen aus diesem Beruf gesprochen und bekomme immer sehr, sehr unterschiedliche Antworten dazu, ob der Beruf einen auch selber desillusioniert. Ich glaube, dass es die Motive der Menschen sehr entzaubert, auf jeden Fall. Aber das hat für mich eher etwas Positives. Also ja, es ist manchmal enttäuschend, aber eine Enttäuschung bedeutet ja auch ein Ende der Täuschung, dass man sich selbst etwas vormacht, nur damit man den anderen in einem gewissen Licht betrachten kann. Und alles, was mehr Wahrheit und mehr Wahrhaftigkeit in sich trägt, das hat ja wieder eine völlig eigene Art von Schönheit, die man ja dann erst, wenn man das Ende der Täuschung erreicht hat, auch erkunden kann. Also wir alle lieben ja immer diese Trugbilder, aber jemanden noch zu lieben, auch wenn der Trug wegfällt,
das ist dann für mich das Echte. Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit dem Ganzen mit, dass du sagst, das Ende der Täuschung. Ich glaube allerdings, dass die meisten Menschen das sehr unbewusst machen. Die wenigsten täuschen absichtlich in der Kennenlernphase ihren Partner. Ich glaube, das ist ein ganz automatischer Prozess des Gefallenwollens, dass wir auf so eine gewisse Art und Weise minimalistisch, sehr unbewusst eine Maske tragen, gewisse Dinge dann auch einfach freudestrahlender machen, als wir es dann vielleicht 9 Monate oder ein Jahr später machen würden. Also für mich persönlich weiß ich mittlerweile, das ist so meine Range in der Kennenlernphase, 9 bis 12 Monate. Und dann fängt es bei mir langsam an, dass die rosarote Brille abfällt, dass die so leichte Risse bekommt und ich dann das Gefühl habe, ich kann den anderen besser greifen und einordnen und umgekehrt genauso. Ich mache mir nichts mehr vor. Ich weiß mittlerweile, dass halt auch ich meine Ecken und Kanten habe, so rum. Und dass auch jemand anderes ja mit meinen Eigenheiten klarkommen muss letztendlich. Ich glaube, was den ganzen Prozess grundlegend etwas beschleunigt, ist, wenn Paare früher zusammenziehen. Also dieses komplette Zusammenleben, Alltagskonstrukt, das zieht dem Ganzen viel schneller die Hosen runter. Und wir kommen viel eher zur harten Realität und Schluss mit Täuschen. Jetzt geht's ja aber Rambazamba. Wobei das ja auch so seine Vorteile hat, wenn man von morgens bis abends könnte, wenn man wollte. Aber hey, ja. Ja, das ist schon häufiger mal der Killer gewesen, das Zusammenwohnen. Wem sagst du das? Nee, also ich wollte auch nicht unterstellen, dass da jetzt eine boshafte Absicht dahinter steckt, aber halte das wirklich für so ein normales soziales Gefüge, dass man sich immer noch als etwas charmanter oder zumindest dem anderen angepasster am Anfang gibt, einfach des Friedens willens. Einfach, wenn man die Harmonie in diesem ganzen Konstrukt, gerade wenn man verliebt ist, unbedingt braucht. Man ist fast schon seelisch abhängig davon. Ich denke, wenn man unfassbar verliebt ist und da ja auch ein gigantischer Hormoncocktail eben am Start ist, dass es recht normal ist, dass man sich mehr an den anderen anpassen möchte, als eigentlich gesund für einen wäre. Und da durchzublicken, was steckt denn wirklich dahinter, mit was kann man langfristig auch wirklich eine Symbiose bilden und bei was machen wir einander jetzt so ein bisschen was vor, auch uns selbst, weil wir eben so unbedingt diesen Wunsch der Vereinigung haben. Das ist für mich halt die Frage. Und da möglichst schnell ein Ende der Täuschung zu erreichen, halte ich persönlich für etwas Positives, etwas nett Desillusionierendes. Ich habe da tatsächlich ein kleines Geheimrezept. Ich habe so eine neue Methode für mich entwickelt. Die ist tatsächlich nicht zielführend bisher gelaufen im Sinne von just falling in love und jetzt heiraten wir bald und erobern die Weltherrschaft. Aber es hat mich tatsächlich, würde ich unterm Strich sagen, vor der ein oder anderen Enttäuschung längerfristig bewahrt. Und zwar habe ich es mir mittlerweile angewöhnt, so blöd wie sich das jetzt anhört, aber relativ früh, so in den ersten 4 bis 6 Wochen, einen kleinen Streit zu provozieren. Also so ein ganz klein bisschen zu triggern und zu gucken, wie reagiert dieser Mensch in einer Konfliktsituation, weil ich für mich entschieden habe, dass es für mich nicht mehr in Frage kommt, mit gewissen Strukturen in der Streitkultur zu arbeiten. Also es gibt ja eine positive und es gibt eine negative Streitkultur. Und ich möchte auf keinen Fall jemanden haben, der mich, weil er wütend auf mich wird, erniedrigt oder anschreit oder im schlimmsten Fall auch noch cholerisch wird oder sowas. Und ich habe kein Interesse, da ein ganzes Jahr Zeit reinzustecken, bevor dieser Turnaround kommt und ich das dann feststellen muss. Deshalb mache ich das nach 4 bis 6 Wochen Dating einfach, dass ich mir diese Enttäuschung, die sonst viel später kommen würde, sparen kann und tatsächlich auch, so blöd wie es klingt, ein bisschen Liebeskummer vermeide. Ich meine, es ist immer schade und ein Schock, wenn man jemanden kennenlernt, gut findet, hormonell total aufeinander eingestellt ist und alles total vibet und man dann einfach sehr früh feststellen muss, okay, das wird nichts, die Reise endet hier. Aber lieber gleich am Anfang, als dass ich dann wirklich mit einem gebrochenen Herz und viel zu viel Eiscreme unter der Bettdecke liege und mir die Augen aus dem Kopf heule bei Bridgerton oder sowas. Keine Ahnung, habe ich noch nicht geschaut, steht noch auf meiner To-Do-Liste. Naja, also lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Amen. Ja, finde ich clever. Also, aber was mir wirklich so als Frage sehr auf der Seele brennt, ist, und die Frage stelle ich mir selbst auch sehr regelmäßig, ist Monogamie eigentlich ein Konstrukt, das auch wirklich funktionieren kann? Also da steckt ja immer auch irgendwo ein gewisser Besitzanspruch dahinter und wir reden jetzt so viel darüber, dass man sich gegenseitig ja nicht besitzen sollte.
sondern sich in Freiheit liebt, bedeutet das für dich jetzt auch gleichsam, dass man auf jeden Fall nicht monogam sein kann? Das ist jetzt die 10.000-Euro-Frage. Tatsächlich, für mich persönlich funktioniert eine Beziehung nicht monogam. Für mich persönlich. Ganz subjektiv gesprochen in meiner Wahrnehmung kann das nicht funktionieren, weil ich einfach für mich weiß, dass ich ganz andere Bedürfnisse habe und das ganze Konzept ein bisschen anders aufziehe. Ich verstehe das total, dass andere für sich das anders entscheiden und entscheiden wollen. Ich verstehe den Grundgedanken, unabhängig vom Besitz, zu sagen, das ist aber hier alles sehr intim, was wir haben, unser Safe Space, Nähe, Zuneigung, ich will das nicht teilen, weil das ja auch mit Verlustängsten oft gekoppelt ist. Das heißt, gerade wir Frauen neigen eher dazu, Angst davor zu haben, verlassen zu werden. Hängt häufig auch damit zusammen, dass ja noch Kinder mit im Spiel sind und sowas. Dann steigt diese Angst noch mehr, dass wir vielleicht ausgetauscht werden gegen eine Frau, die mehr Zeit hat für Sport und mehr Zeit hat, sich irgendwie stundenlang Make-up aufzulegen und dergleichen. Und deswegen verstehe ich dieses Konzept unserer Branche umso mehr, weil wir halt so ein kleines Schlupfloch sind, so ein kleiner Ausbruch aus der Realität, ohne dass wir in den Alltag des anderen mit rein wollen. Deswegen finde ich das umso trauriger, dass so viele Frauen so wütend auf uns sind. Wir sind nicht das Problem. Wir gehen ja freiwillig wieder. Das Problem sind die Frauen, die sich da reinzecken wollen und den Mann ausspannen wollen. Wir sind das nicht. Wir haben einen klaren Tauschhandel, einen klaren Deal von Anfang an. Wir wollen da nicht bleiben. Ja gut, jetzt muss ich aber einwerfen an dieser Stelle, dass es ja durchaus Situationen gibt, wo aus Escort und Kunde ein Liebespärchen wird. Da bin ich ja selber ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich habe mich ja auch mit 22 wahnsinnig in den Kunden verliebt. Und wir waren dann auch mehrere Jahre zusammen. Aber wenn man das jetzt statistisch so ein bisschen auseinanderdividiert und alleine betrachtet, wie viele interessante Menschen ich durch diesen Job getroffen habe, wie oft daraus eine feste Partnerschaft geworden ist das in Relation dann schon wieder ein bisschen abgeschwächter. Also, obwohl ich jetzt so ein eklatant fieses Gegenbeispiel bin, gebe ich dir da trotzdem definitiv recht damit. Ich bin auch der Meinung, dass es schon einen riesigen emotionalen Unterschied macht, ob man jetzt diesen Rahmen hat, diesen klassischen Escort-Rahmen und damit ja auch eine gewisse emotionale Schutzbarriere, oder ob man jemanden jetzt privat trifft und kennenlernt und es ist weniger Spiel und mehr Realität. Und von daher ja, also private Liebschaften sind definitiv das größere Risiko. Aber völlig risikofrei ist Escort jetzt auch nicht. Also Nee, um Gottes Willen, aber 100% hast du nicht mal bei der Antibabypille. Die kriegst du ja rein mathematisch nur zustande. Die findet im echten Leben ja gar nicht statt. Aber wir haben immer Ausnahmefälle, das ist klar. Ich glaube, die meisten von uns Escorts sind tatsächlich langfristig gar nicht daran interessiert. Also wir gehen zumindest nicht mit der Intention raus, ich suche jetzt den Mann fürs Leben und let's do it und muss mich sofort verlieben und er sich am besten auch und dann machen wir da was draus. Sondern wir gehen raus, um unseren Job zu erfüllen und eine schöne Zeit zu genießen und dem anderen auch eine schöne Zeit zu geben und genießen diesen Moment. Ich für mich kann sagen, ich verliebe mich regelmäßig in meine Kunden, weil ich mich in diese Momente verliebe. Für mich steht aber ganz klar fest, egal ob der Kunde Single ist oder nicht, ich möchte mit keinem dieser Menschen eine Beziehung führen. Aus dem einfachen Aspekt, dass ich für mich ich habe ein Bild im Kopf, wie ich irgendwann mal eine Beziehung führen möchte, das passt da so überhaupt nicht rein. Zum einen bedeutet für mich Beziehung Loyalität. Das ist für mich sehr wichtig für Liebe. Und für eine Beziehung ist Loyalität. Die ist nicht gegeben, wenn jemand seinen Partner verlässt für mich. Er ist da nicht loyal. Ich brauche keine Menschen, die mich fallen lassen würden. Ich brauche aber auch keine Menschen, die an mir klammern. Ich brauche keine Treue, keine Exklusivität. Ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Ich teile gerne. Ich möchte, dass es meinem Partner gut geht in jeder Lebenslage. Und wenn ich gewisse Bedürfnisse, welche auch immer das sein mögen, nicht stillen kann, dann bin ich sehr froh und dankbar darüber, wenn das jemand anderes kann. Und ich genieße es auch sehr, einfach mal zuzuschauen. Ja. Und das würde überhaupt nicht mit Eifersucht funktionieren, weil ich kann mich nicht hinsetzen und entspannt zuschauen und dieser Show beiwohnen, die da vielleicht gerade stattfindet und dem anderen beiden Partnern in dem Moment ein gutes Gefühl geben, wenn ich selber damit kämpfe, ob er jetzt vielleicht sie besser finden würde. Das heißt, in meinem Kopf ist die natürliche Arroganz gegeben, ich bin so oder so die bestmögliche Option und mich kannst du nicht ersetzen. Du kannst nur was anderes gut finden, aber dann war ich nie der passende Part. Und da sind wir auch wieder bei dieser Loyalität. Jemand, der mich wirklich ausschließlich mich liebt.
der wird mich nicht verlassen, nur weil eine andere besser bläst oder weil er Analsex mit ihr so toll findet und ich den mit ihm nicht haben möchte. Dann wird er nicht gehen. Er wird es zusätzlich irgendwo sich nehmen. Und toll fände ich es tatsächlich aber auch, wenn es mir nicht brühwarm aufs Butterbrot geschmiert werden würde jeden Tag. Das heißt, wenn es um eine bestimmte Praktik geht, die ich nicht machen möchte, zum Beispiel im BDSM-Bereich oder so, dann fände ich das schon toll, wenn mein Partner jetzt nicht nach Hause kommt und mir dann erstmal brühwarm die Details der letzten Nacht am Abendessentisch irgendwie serviert, sondern einfach nur kurz sagt, es war ein schöner Abend, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann, wie geht's dir denn, was hast du denn so gemacht? That's it. Ja, wenn ich mehr spicy Details haben möchte, glaub mir, ich frage danach. Aber nicht am Esstisch. Du bist aber sehr clever der Frage ausgewichen. Ja, natürlich. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, was die Frage war. Ja. Also die Frage war tatsächlich, wenn wir jetzt so viel davon sprechen, was jemanden in Freiheit zu lieben bedeutet, ist das zwangsläufig mit einem nicht monogamen Konstrukt einhergehend? Also wenn wir jemanden wirklich in Freiheit lieben wollen, geht das dann überhaupt monogam? Ich glaube nicht. Echt? Ja, ich glaube, das geht nicht, zumindest nicht mit der Erwartungshaltung, monogam zu leben. Das heißt, in dem Moment, wo ich erwarte, ist es wieder nicht bedingungslos. Ich koppel eine Bedingung daran. Ich sage, du musst mir treu sein, sonst liebst du mich nicht. Also ich mache direkt einen Vorwurf draus. Ich sage, wenn du mir nicht treu bist, dann liebst du mich nicht. In dem Moment ist meine Liebe auch nicht bedingungslos. Sie ist ja wieder daran gekoppelt, dass er mir auch treu ist. Dabei sollte es eigentlich nur daran gekoppelt sein, ob ich die Beziehung führen will oder nicht. Also ich glaube, dass Monogamie unausgesprochen einfach stattfindet, wenn beide das für richtig halten. Ja. Aber wenn wir anfangen, das auszudiskutieren zu Beginn einer Beziehung, dann koppeln wir so viele Bedingungen und Erwartungshaltungen wieder daran, dass es nichts mehr mit Freiheit zu tun hat. Okay, das ist also so ein sehr eindeutiges Jein. Das ist ein sehr eindeutiges Jein. Also das ist ein Jein. Ja, ich glaube einfach zu sehr daran, dass gerade in dieser ersten Verliebtheitsphase, also für mich hat es sich immer sehr unnatürlich, oder was heißt immer? Ich hatte ja nur eine einzige Partnerschaft, bei der ich am Anfang Escort gemacht habe und dann später halt eine ganze Zeit lang nicht. Und es hat sich im ersten Moment unfassbar unnatürlich für mich angefühlt, solche Gefühle für jemanden zu haben und dann mit anderen Leuten weiterhin zu schlafen, weil es eben meine berufliche Aufgabe war. Und ich glaube, es ist ein relativ natürliches Gefüge, dass man gerade in dieser ersten Verliebtheitsphase eigentlich kein Bedürfnis hat, mit anderen zu schlafen. Die Frage ist halt, was passiert dann im Anschluss? Also ich habe für mich da so eine eigene kleine Theorie oder so ein Idealbild so festgelegt, sowas wie Monogamie plus. Also für mich ist halt, ja, also ich habe ja wirklich jetzt einige Menschen auch um mich rum, die sehr polyamorös leben und diesen Lebensstil auch toll finden. Für mich ist das manchmal ein sehr positives Beispiel. Also bei den allermeisten Paaren, die das so um mich herum leben, ist mir das aber auch ein Ticken zu viel, wo es dann nur noch um dieses Thema geht und man sich dann am Abendessenstisch ja so zwanghaft die Details erzählen muss, wie man jetzt den anderen übers Knie gelegt hat und was auch immer, was da eben alles möglich war, was man vielleicht in der Beziehung nicht bekommt. Das ist für mich einfach ein zu unnötig großes Reibungspotenzial, was so nicht sein muss. Und ich mag es auch nicht, wenn das so zur Dauerbrenner-Story wird und man sich dann permanent einfach nur an diesen Geschichten, die der eine oder der andere eben erlebt, zusammen aufgeilt. Also das ist für mich jetzt nicht so der Faktor. Aber ich glaube, dass wenn es die Sorte Mensch ist, der man wirklich vertrauen kann, und andernfalls würde man ja keine Partnerschaft mit diesen Menschen führen, dass durchaus so ein Konzept möglich ist, dass man sagt, okay, du bist jetzt irgendwie für ein paar Wochen am anderen Ende der Welt, ich kann dir vertrauen, dass du das mit Schutz machst, ich will es einfach nicht wissen, und wenn da was passiert, dann ist es halt einfach so. Solange ich ihm vertrauen kann, dass er mich nicht gefährdet, solange ich ihm vertrauen kann, dass er seine eigenen emotionalen Grenzen auch kennt und das dann für sich einhält, wüsste ich jetzt nicht, warum ein solches Monogamie-Plus-System nicht möglich sei. Aber ich würde es wirklich nie im Detail wissen wollen. Also ich möchte nicht mehr wissen, als ich wissen muss. Und frage mich halt selbst, ob Monogamie nicht immer auf so einer gewissen Art auch ein sich gegenseitiges Einsperren ist. Aber ich finde einfach diese Idee davon, diese Gemeinschaft, diese Zweiergemeinschaft so hoch zu halten, das finde ich halt unfassbar wichtig und schön. Und da immer fremden Menschen Tür und Tor zu öffnen, die immer hineinkommen können. Und das
wird ja einfach so sein. Also wenn man jetzt wirklich diese klassische polyamoröse Beziehung führt oder vielleicht auch Ehe und man hat jetzt jede 2 Wochen eine krasse Sexparty am Start. Es kommen alle möglichen, vielleicht auch der Nachbar und wie auch immer. Ja, du weißt es ja nicht. Und man stelle sich das jetzt mal vor, du wirst irgendwann natürlich in eine Situation kommen, wo irgendjemand mal unfassbar geil auf deinen Mann ist und sich dann so ein bisschen ranwanzt und vielleicht auch ein bisschen Drama und Stress erzeugen möchte. Es gibt unfassbar viele Menschen, die gerne Drama erzeugen aus reinster Langeweile. Was machst du dann? Also willst du dir echt dieses Stresslevel zumuten? Das ist halt für mich dann so die Frage. Hätte ich Lust, das in meinem Alltag zu haben? Dass immer fremde Menschen diese Zweiergemeinschaft torpedieren können. Ja, interessant. Auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das ist auch so das, was die meisten irgendwie empfinden, wenn sie drüber nachdenken und was sie sich so im Kopf ausmalen, wenn sie von einer polyamoren Beziehung hören. Ich selber glaube, ich würde auch nicht polyamor leben wollen, weil das ja auch wieder, das Wort sagt ja wieder viel lieben. Ich will ja keine viele Liebe in meinem Leben haben. Ich fände es einfach schön, einen Menschen zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Und das Restliche drumherum ist körperlich. Also ich wäre eher für so dieser klassische Begriff der offenen Beziehung. Wäre auch kein Freund davon, jeden Abend prüfwarm irgendwelche Details zu hören. Sei denn, ich frage gezielt danach. Es hat natürlich schon so seinen gewissen Reiz, finde ich persönlich, wenn man gerade so irgendwie zugange ist und macht dann so einen bestimmten Kniff, wo man weiß, da geht der Partner jetzt total drin auf und findet er total super. Und ihm dann ins Ohr zu säuseln, irgendwie von wegen, na, wer macht's besser oder sowas, ja. Also schon wieder so ein bisschen was, finde ich irgendwie sehr würzig, hat was. Aber ja, dieses extreme Ausleben würde ich jetzt auch nicht wollen. Das heißt, ich hätte überhaupt kein Thema damit. Ich bin auch kein wirklich eifersüchtiger Mensch. Ich hätte kein Thema damit, wenn mein Partner auch Spaß und Vergnügen mit anderen hat. Solange ich weiterhin das Gefühl habe, ich stehe an erster Stelle. Das heißt, was für mich ein No-Go wäre tatsächlich irgendwo anders mit jemandem übernachten. Würde mir überhaupt nicht zusagen. Fände ich irgendwie ein sehr befremdliches Gefühl. Würde ich auch nicht wollen. Also ich würde dann auch nicht bei jemand anderem übernachten wollen. Ausgeklammert jetzt natürlich der Escort-Bereich, aber da läuft man auch viel weniger Gefahr wie dieses, weiß ich nicht, dieses ganze Freundschaft-Plus-Konstrukt, was die Leute heutzutage an den Tag legen. Schläfst mit jemandem, verbringst mit ihm deine Freizeit, übernachtest bei diesem Menschen, sitzt mit ihm am Frühstückstisch und das mehrere Wochen hintereinander immer wieder und wieder und wieder. Und das Ende vom Lied ist, beide stehen irgendwann da und sind total irritiert, weil einer von beiden hat sich verliebt. Ja, was hast du denn erwartet, was passiert? Und dann kannst du ja nicht an einer offenen Beziehung einen weiteren Mensch als Freundschaft plus mit reinnehmen. Das kann ja langfristig nur schief gehen, wenn das auch am Anfang vielleicht sich noch normal und gut anfühlt oder ungewohnt und gut. So bin ich davon überzeugt, dass das auf jeden Fall, wie du sagst, irgendwann für Drama sorgen wird, weil wir dann einfach einen kritischen Bereich überschreiten. Wir tun nicht mehr von Sexualität als solcher oder von leidenschaftlichem Sex sprechen, sondern es wird intim, es wird innig, es wird vertraut und daraus entsteht ja Verliebtsein und Liebe. Und das passt für mich einfach nicht zusammen. Deswegen diese klassische Polyamorität, von der alle reden, polyamore Liebe, wäre für mich nichts. Eine offene Beziehung wäre für mich auf jeden Fall aber must have. Also so in so einer ganz krass geschlossenen Beziehung, wo ich mich nur noch diesem einen Menschen hingeben darf und entsprechend auch gefühlt irgendwann muss, da hätte ich kein Interesse dran. Hat aber auch damit zu tun, dass ich es auch gerne mal habe, meinen Partner zu teilen. Also ich bin jemand, ich finde das unglaublich erregend, einfach dabei zu sein und zuzusehen oder einfach mal dabei zu sein und schmutzige Sachen ins Ohr zu säuseln. Es ist so ein kleiner Kink, den ich tatsächlich habe und ja, das funktioniert halt nicht, wenn du nur monogam lebst. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also für mich steht diese romantische Vorstellung noch über der rein sexuellen Vorstellung, aber so die Offenheit dafür, dass man ab und an mal auf eine erotische Party geht. Nicht zwangsläufig mit anderen schläft, aber sich eben Inspiration holt und diese sexuell aufgeladene Energie dort inhaliert. Das ist mir schon, also darauf möchte ich nicht verzichten, das wäre mir viel zu wichtig. Also ich brauche diese Offenheit im Geiste dafür, aber nicht unbedingt, dass jeder mit jedem Sex hat. Also für mich ist diese Welt mehr Inspiration, als dass ich sie unbedingt zu meinem Daily Thing machen will. Ja, also zu meinem Daily Thing würde ich es jetzt auch nicht unbedingt machen wollen. Also das kommt jetzt vielleicht falsch rüber. Ich will jetzt nicht jeden Tag mit anderen Leuten in der Kiste landen und auch nicht, dass mein Partner das jetzt täglich von morgens bis abends tut.
sondern das einfach als so eine kleine extra Prise Pep, so ab und zu gelegentlich, wie es gerade so passt. Ich gehe ja auch nicht jedes Wochenende auf eine Swingerparty. Das mache ich so alle 2 bis 3 Monate, aber ich brauche das einfach ab und zu. Und wenn man das gemeinsam machen kann, ist das doch noch viel schöner. Aber täglich, ach nee, täglich, nee. Apropos, es steht immer noch aus, dass du mich mal auf so eine Party mitnimmst. Ja, ich warte ja nur noch darauf, dass du Zeit hast. Immer für dich, immer. Okay, wo ist mein Terminkalender? Also sind wir uns jetzt einig, dass es auf diese Frage im Grunde keine einige Antwort gibt. Also jeder muss es für sich selbst wissen. Aber ich stelle mir schon diese Frage, ob Monogamie als generelles Konzept, das kam ja auch sehr viel durch unsere sehr christliche Prägung als Gesellschaft, ob Monogamie nicht von Anfang an eigentlich ein Kontrollinstrument war. Ich weiß nicht, ob ich da dieser Romantik einfach aufsitze oder ob es tatsächlich einen tiefen Verbundenheitswert hat, den man schwer ausleben kann, wenn man Fremde in diese Partnerschaft lässt. Ja, ich muss dir beipflichten, wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind. Finde ich gut. Also ich muss sagen, unterm Strich ist das doch einfach nur schön, dass wir uns nicht einig sind. Und ich finde es auch schön, dass überhaupt nicht jeder meine oder deine Meinung teilt. Und noch schöner finde ich den Gedanken daran, dass es noch hunderte, tausende Menschen da draußen gibt, die wieder eine ganz andere Wahrnehmung und Einstellung zu dem Thema haben. Weil das Allerwichtigste ist und bleibt, dass man sich selbst wohlfühlt. In dieser Situation, in seiner Haut, in seinem Lebenskonstrukt. Und wenn man für sich merkt, dass man an irgendeiner Stelle, warum auch immer, gerade nicht glücklich ist, dann muss man halt leider Gottes die Reißleine ziehen und irgendwie was dran ändern. Das ist manchmal auch sehr schmerzhaft, das verstehe ich total. Aber ihr lebt ein Leben, genau wie ich und du und alle anderen da draußen leben halt auch nur ein Leben. Also von daher macht's Beste draus und ob das jetzt der Gesellschaft entspricht oder irgendein Konstrukt ist, dem wir auf den Leim gegangen sind zu Kontrollzwecken, ist total scheißegal, wenn wir uns damit wohlfühlen. Wenn wir wirklich morgens aufstehen, haben ein gutes Gefühl und wir gehen abends ins Bett und haben ein gutes Gefühl, dann leben wir das richtige Konstrukt, egal welches es ist. Also ich finde diesen gemeinsamen Kunden, den wir da uns mal geteilt haben, ich finde, das ist so eine süße, inspirierende Geschichte auch, die dann eben erst ein monogames Konstrukt für sich gelebt haben, bis sie herausgefunden haben, dass sie sexuell doch sehr, sehr unterschiedlich ticken und es für beide jetzt völlig okay zu sein scheint, dass sie eben diese körperlichen Bedürfnisse anderweitig ausleben. Und er sogar versucht hat, das fand ich so entzückend, wirklich in ihre Welt einzutauchen und sich mal anzusehen, wie ist es denn, wenn sie jetzt dominiert wird? Könnte das vielleicht doch etwas für ihn sein? War es leider nicht. Aber alleine, dass die Bereitschaft dafür da war, in ihre Welt einzutauchen und sie wirklich begreifen zu wollen, das fand ich war so eine enorme Romantik. Da bedarf es zwischen den beiden gar keine Monogamie, um sich gegenseitig zu beweisen, dass sie einander so viel wert sind. Also die Handlungen, die Art, wie er über sie redet. Und die Augen leuchten dabei. Süß. Ja. Das sagt schon alles aus. Also man merkte einfach, manche Leute brauchen dieses Konstrukt drumherum nicht, um diese Liebe wirklich auf diese klare Art und Weise zu leben. Und das finde ich einfach unfassbar inspirierend. Und da bin ich immer wieder froh, durch diesen Job genau solchen Menschen zu begegnen und mich dadurch auch inspirieren zu lassen. Also es hat meine Sichtweise auf eine ideale Partnerschaft schon ordentlich mal durchgenudelt, ne? Ich weiß absolut, was du meinst. Es war wirklich wunderschön. Mehr als inspirierend. Ja, berührend und inspirierend. Das ist, ja, hat man selten. Egal ob in dem Job oder außerhalb des Jobs, sowas hat man wirklich selten, dass jemand so bereit ist, für seine Partnerschaft zu kämpfen, dass er sogar neue Dinge ausprobiert. Ganz vorurteilsfrei. Ja. Das ist halt, wie ich mir ganz generell, egal in welchem Beziehungskonstrukt man miteinander lebt, Liebe vorstelle, dass man so wohlwollend und interessiert daran, den anderen in seiner Welt zu verstehen, eben miteinander umgeht, immer die Respektsgrenze wahrt und eben nicht die eigenen Bedürfnisse egoistisch einfach darüber stellt, weil man eben jetzt gerade was unbedingt durchsetzen möchte. Also aus diesem, ja, dann kommen wir wieder zum Kugelmenschen, eigentlich aus diesem reinen Ich-Gedanken rauszugehen und eben doch in dieser Sache zu einem Wir zu werden. Ich fand es einfach richtig süß und inspirierend, dass es nicht einfach nur darum geht, den anderen als zweckorientiert, als
ich habe da ein Bedürfnis, ich will, dass mir jemand jeden Tag etwas kocht und deshalb habe ich jetzt eine Ehefrau, sondern dass es wirklich um den Menschen geht, diese seelische Verbindung. Also ich merke schon, dass genau diese Arten von Geschichten oder nicht nur Geschichte, man hat es ja wirklich in seinen Augen gesehen, dass mich das doch sehr inspiriert herauszufinden, was denn echte und wahre Liebe wirklich ist und wo das, was wir einfach nur als Liebe empfinden, was aber eigentlich Kontrolle ist, also wo das endet und wo diese reinen Herzensgefühle und das sich gegenseitig gönnen, wo das wirklich beginnt. Ja, dann stellt sich ja jetzt hier an der Stelle auch irgendwie die eigentliche Frage, wenn wir das jetzt alles schon wissen, was wir zusammengesammelt haben. Also die Selbstsabotage, die Projektionen, die Machtspielchen, die stattfinden. Wie wollen wir denn dann eigentlich trotzdem noch lieben? Also welche Form von Liebe würden wir für uns selbst frei wählen, wenn wir sie völlig frei gestalten könnten? Was meinst du? Es sollte die Art von Liebe sein, bei der man nicht mit Du-Anschuldigungen kommt, bei der man eben mehr im Wir denkt, bei der man sich aber auch nicht gegenseitig die Kehle abschnürt und einander eben als selbstverständliche Ressource betrachtet. So die Art von Liebe, die einem wirklich Flügel verleiht und die einen nicht in den Käfig sperren möchte. Oh, willst du mich lieben? Wir haben doch eh schon vereinbart, dass wenn wir es bis zu 40 nicht mit den Männern gepackt Das wollten wir haben. doch keinem sagen, sonst will uns doch keiner mal bis zu 40, weil sie sich das Event nicht entgehen lassen wollen. Naja, haben wir ja noch 10 Jährchen, also. Mindestens. Ja, also das ist natürlich jetzt so einfach gesagt. Also mir ist natürlich in dieser Sekunde, in der ich das sage, völlig bewusst, dass sobald ich jemanden heirate, sobald da ein Ring am Finger ist, sobald man zusammenzieht, dass es kaum möglich ist, einander nicht als selbstverständliche Ressource zu betrachten. Also man möge jetzt einfach mal sich diese Situation vor Augen führen, dass man vielleicht jetzt nicht ultimativ viel Kohle am Start hat, man wohnt zusammen, man hat vielleicht nur ein Auto, das man sich teilt, der eine fährt damit zur Arbeit, der andere bleibt daheim und die Frau möchte abends eben, was weiß ich, Chili con Carne machen. Da jetzt von dem Mann irgendwo auch zu erwarten, das ist für mich persönlich jetzt keine fiese, bösartige Form von Erwartungshaltung, dass er, wenn er von der Arbeit kommt, eben noch Kidneybohnen mit nach Hause bringt, damit beide was zusammen abends dann auch essen können und nicht hungernd vor dem Kamin sitzen, ist jetzt eigentlich nicht zu viel verlangt. Das ist eigentlich eine völlig logische Erwartung. Und diese Erwartungen, die nicht erfüllt sind, das ist ja der Hauptgrund für Frust, für Stress, für Konflikte. Also wie willst du, wenn du zusammen dir ein Leben aufbaust, ohne diese negative, erdrückende Form von Erwartungshaltung auskommen? Wie würdest du dir dann in diesem Kontext eine wirklich funktionierende, schöne Art von Liebe vorstellen, die auch realistisch ist? Ja, also ich fand das ganz interessant. Bei einer Folge von How I Met Your Mother war die Rede von dem Beuger und dem Strecker. Man kann auch im Umkehrschluss sagen, der gebende und der nehmende Part. Es entsteht eine gewisse Disbalance, wenn immer derselbe Part nur am Geben ist und der andere ist nur am Nehmen. Und das kann langfristig einfach nicht funktionieren. Wichtig ist eine gewisse Harmonie. Das wäre für mich so ein grundlegendes Konstrukt von Liebe, dass ganz automatisch der eine dem anderen gibt oder der andere nimmt. Immer genau das, was gerade gebraucht wird. Und man ein bisschen weiter denkt als nur an sich, sondern auch versucht, in einem kleinen Rahmen an ein Wir zu denken, sich ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie man sich das Leben leichter machen kann, bedeutet aber auch im Umkehrschluss Verständnis aufzubringen für den anderen. Als wenn wir das Beispiel nehmen mit dem Essen und ich sitze da und warte, dass er nach Hause kommt, weil ich brauche die Kidneybohnen für mein Chili con Carne und dann kommt er aber irgendwie nicht. Wäre eine konfliktlösende Situation, er sagt vorher Bescheid, dass er später kommt, in dem Moment, wo er feststellt, dass er später kommt. Es kann ja sein, das Meeting dauerte länger, Zug hatte Verspätung, steht im Stau, Reifenpanne, whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten. Einfach eine ganz kurze Message, ich komme einen Ticken später, tut mir leid. Dann weiß ich im Umkehrschluss, okay, wenn ich dieses Chili jetzt wirklich noch machen möchte, dann zack, ab in die Schuhe, geschwind zum nächsten Rewe vorgeflitzt und selber welche gekauft, damit wir doch noch essen können, wenn auch verspätet. Oder Option B, dann koche ich halt heute kein Chili, ich warte bis er kommt und bestelle mal einen Lieferservice. Das ist so das, was ich mir als Ideal vorstelle. Das ist diese Kompromissbereitschaft, auch irgendwo den anderen verstehen zu wollen, darauf einzugehen, wie er sich jetzt gerade auch fühlt. Der macht das ja nicht extra, der kommt jetzt nicht
extra später nach Hause, weil er sich gedacht hat, boah, der wische ich heute eins aus. Jetzt komme ich aber mal extra 2 Stunden später und mal ganz bestimmt nicht mit Kidneybohnen. So schön, wie sie es sich vorstellt, wird es heute nicht. Nee, macht ja keiner in der Regel. Also von daher so ein bisschen, ja, in diesem Wir, wenn man schon zusammenlebt, klar, immer noch selbstständig bleiben, für sich selber Dinge machen, eigenen Hobbys nachgehen, eigene Entscheidungen treffen im Sinne von Wochenendgestaltung. Also nicht immer nur aufeinander klucken und hocken, sondern wirklich auch eigene Dinge machen, Freunde treffen, leben, aber trotzdem auch gleichzeitig irgendwo sich in diesem Wir zusammenzufinden. Also diese Mischung da zu finden, diese Balance. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber wenn man das wirklich möchte, dann sollte das auch funktionieren. Und das stelle ich mir dann darunter auch vor, unter einer idealen Beziehung, unter einer harmonischen Beziehung, unter Liebe tatsächlich auch. Also Liebe ist für mich ein Gefühl von nach Hause kommen, verstanden werden, ankommen, Wärme, Geborgenheit. Ich darf dann auch mal kurz schwach sein. Einfach mal kurz anlehnen und schwach sein. Und im nächsten Moment geht's weiter. Und dasselbe gilt für meinen Partner. Wenn dem mal kurz die Flügel brechen, dann fange ich ihn und dann geht's weiter. Ja. Oh, jetzt träume ich. Also Ja. ist jetzt das Geheimrezept im gemeinsamen Kampf gegen den Alltag einfach die richtige Kommunikation. Oder Kidneybohnen. Oder einfach die verdammten Kidneybohnen mitzubringen. Genau. Ja. Einfach einen Vorrat immer da haben, läuft. Alles klar, das ist ein gutes Geheimrezept, Ja, genau. gefällt mir. Das für Chili con Carne müssen wir auch noch verlinken, oder? Ich habe ja ein gutes Rezept am Start. Echt? Ich nicht. Aber denkst du denn tatsächlich, dass es überhaupt möglich ist, neben einem Beruf wie unserem eine glückliche Partnerschaft zu führen? Ich glaube es nicht nur, ich weiß es tatsächlich. Also ich kenne einige ehemalige Escorts, die mittlerweile in Partnerschaften drin sind. Wenn ich sage Escorts Plural, dann meine ich sowohl er als auch sie sind Escort gewesen und führen eine sehr, sehr glückliche Beziehung miteinander. Ich kenne aber auch aktive Escorts, die sowohl mit Gleichgesinnten als auch nicht ganz so Gleichgesinnten eine sehr, sehr glückliche Partnerschaft führen oder geführt haben. Nur weil es in die Binsen gegangen ist, heißt das ja nicht, dass alles daran schlecht war, sondern nur, dass es nicht zukunftstragend ist. Aber für die Momente war es für die Person jeweils sehr, sehr schön und hat auch sehr gut funktioniert und es war nie der Trennungsgrund der Job. Der Trennungsgrund war dann oft ein ganz anderer, weil man vielleicht im Alltag merkt, es passt nicht so ganz oder man hat andere Zukunftsvisionen von wie es weitergeht, von sich in 10 Jahren und dergleichen. Und ja, dann gehen die Wege halt auseinander. Aber der Job an sich war nicht der Trennungsgrund und war auch für diese Leute nie ein Hindernis. Also für diese Menschen, die ich kenne, die da glücklich geworden sind. Es gehört natürlich irgendwo dazu, dass man einen Partner findet, der nicht ins Stigmata denkt und eventuell auch kein Pastor ist oder sowas. Könnte hilfreich sein. Aber grundlegend so hedonistische Menschen, die ihr Leben einfach gerne leben und so ein bisschen Würze drin haben wollen, denke ich nicht, dass die ein Problem damit haben. Weil unterm Strich, so blöd wie es sich oft anhört, es ist ein Job wie jeder andere auch. Und ich finde das allerbeste Beispiel, aus meinem Leben das allerbeste Beispiel für geliebt werden trotzdem Job ist meine Mutter. Ironischerweise mein größter Widersacher und gleichzeitig mein größter Fan. Das heißt, ganz klare Abkattung zu, ich will da keine Details drüber, habe ich sehr lange wahrgenommen mit, sie lehnt meinen Beruf ab und dann hat sie mir irgendwann an den Kopf geknallt, Kind, ich will einfach nur keine Details über dein Sexleben, weil wenn du damit nicht aufhörst, erzähle ich dir welche aus meinem. Nein, wollte ich auch nicht, Thema war durch, ja. Aber dann so, jetzt so die letzten Wochen und Monate ist bei mir viel privat passiert, auch beruflich und also hauptberuflich und dann waren viele Fragezeichen in meinem Kopf, wie geht's weiter, wo kann ich hin, wo muss ich mir Sorgen machen und meine Mutter dann die Idee gehabt, ich könnte bei ihr im Unternehmen anfangen zu arbeiten, was für mich ein Riesenproblem dargestellt hat, weil ich gesagt habe, du Mama, stell dir mal vor, irgendeiner kriegt das spitz und dann fällt es dir auf die Füße. Dann hat die sich vor mir aufgebaut und gemeint, dann kann er sich aber mal mit mir anlegen. Das ist eine ganz normale Dienstleistung, die du hier machst. Oh. Ja, und das war echt, wenn meine Mutter das kann und die Frau hat mich geboren und ich glaube nicht, dass sich irgendeine Mutter da draußen hinsetzt und sagt, du süßes kleines Baby, ich hoffe, du wirst irgendwann mal Prostituierte. Nein, macht keine. Aber es trotzdem zu akzeptieren und dahinter zu stehen und mich zu unterstützen und zu lieben, ja, das wünsche ich mir auch von einem Partner irgendwann und denke nicht, dass das unmöglich ist, aber irgendwo ist auch mein Deckel. Vielleicht hat er einen Sprung in der Schüssel, aber ist okay. Ist ja dann trotzdem meiner. Oh.
Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig dran glauben soll, dass es beides gleichzeitig simultan funktioniert. Aber vielleicht ist genau dieser Glaubenssatz das, was es eben auch verhindert. Guter Punkt. Also so das Hindernis, das ich persönlich daran sehe, ist, dass ich mir das, glaube ich, nicht nochmal antun würde, wenn ich wahnsinnig verliebt in jemanden bin gerade und diese Verliebtheit auch mit demjenigen monogam ausleben möchte, dass ich dann in dem Zugzwang bin, gleichzeitig Escort machen zu müssen, was ich ja in meinem jetzigen Zustand nicht als eine Pflicht, sondern eben als eine Freude empfinde. In dem Moment, in dem ich mich emotional sehr auf jemanden einschieße und wirklich wahnsinnig verliebt bin, hat das sich eben nicht mehr wie eine Freiwilligkeit und wie etwas Schönes angefühlt. Und auf der anderen Seite, die Situation hatte ich ja dann auch schon, dass mein Partner dann finanziell sponsort, dass ich einige Monate damit aufhöre. Ich aber wusste, dass es eine endliche finanzielle Ressource ist, dass er sich das eigentlich nicht leisten kann. Also in diese Situation möchte ich in meinem Lebtag nicht nochmal kommen, weshalb ich so eine gewisse Verschlossenheit dazu habe. Aber gibt es für dich nicht die Option zu sagen, okay, ich habe mich jetzt aber unsterblich verliebt und fühle mich mit dem Job temporär zumindest in der Anfangsphase gerade nicht wohl. Ich gehe wieder in mein Hauptbusiness zurück, in das, was du mal, IT war das, glaube ich. Also ich bin eigentlich immer noch in der IT-Ecke unterwegs. Ich habe da auch einige Projekte am Start. Also, wie soll ich sagen? Hättest du mich jetzt vor so einem Jahr gefragt, wäre meine Antwort definitiv ja, klar, kein Problem gewesen. Also da wäre ich auf Vollzeit wieder eingestiegen. Aber jetzt baue ich mir das auf, wovon ich schon sehr, 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 sehr lange träume. Und meine Arbeit als Escort, die finanziert mir den ganzen Aufbau. Es gibt halt keinen Job, bei dem du so gut verdienst und gleichzeitig so viel Zeit hast, um auch all das umzusetzen. Also, sorry to say, aber selbst wenn das der Traummann schlechthin wäre, also zwischen mich und mein Ziel, da lasse ich absolut gar nichts kommen. Dann wirst du wohl mich heiraten müssen, ob du willst oder nicht. Oh, yes. Ich bin der Exitplan. Nein, du bist doch kein Exitplan, du bist ein wichtiger Teil dieses Weges. Und damit sind wir jetzt tatsächlich schon wieder am besten Teil der Folge angekommen. Und ich lasse es mir auch diese Woche tatsächlich nicht nehmen, die offene Frage mal aus eigener Hand kommen zu lassen, denn Eve möchte ich selber löchern. Gib's mir, Baby. Also diese Frage, die mir da auf dem Herzen brennt, die ist sehr persönlich. Also ich hoffe, ihr wisst, dass ich sie gleich auspeitschen werde, wenn wir hier fertig sind. Du weißt gar nicht, wo die Peitschen liegen. Nee, aber die Fliegenklatsche, die reicht mir. Also Eve, gibt es ein wiederkehrendes Muster von Männern, die dir immer wieder begegnen? Und konntest du dieses Muster irgendwann durchbrechen? War vielleicht sogar der Escort mitunter daran beteiligt? Puh, ja. Also es gab in meinem Leben sehr viele Jahre tatsächlich ein sehr klares Muster an Männern, die ich irgendwie angezogen und in mein Leben gezogen habe. Die haben sich in der Regel sehr engstirnig und machtbezogen, also auf mich machtbezogen verhalten, heißt peu à peu von den Freunden isoliert, Hobbys aus dem Leben gestrichen, regelrecht eingekluckt bin ich worden. Das heißt, also es gab nur noch wir oder er, es gab kein ich. Ich habe mich verloren in diesen Beziehungen komplett. Und als ich nichts mehr hatte und wieder anfing zu träumen, weil wir haben ja alle Träume und Sehnsüchte und wollen uns entwickeln, wurde das immer alles kleingedrückt und kaputt gemacht. Mir hat tatsächlich nicht der Job dabei geholfen, sondern eine ganz, ganz harte Phase des Reflektierens. Das heißt, nach meiner letzten wirklich sehr schmerzhaften und intensiven Beziehung habe ich mich ganz aktiv dafür entschieden, mich zu erholen und aufzuarbeiten. Heißt, ich habe mich auf eine Phase eingelassen, in der es keinen Alkohol gab, keinen übermäßigen Zucker, keine anderen berauschenden Mittel und vor allem auch leider keinen Sex. Es war ganz klar für mich, egal in welcher Form, jetzt darf hier keine Ablenkung stattfinden. Jetzt gehe ich in mich rein. Ich bin viel rausgegangen in den Wald, in die Natur, habe jede Möglichkeit genutzt zum Wandern und zum Spazierengehen, einfach um meinen Gedanken freien Lauf zu lassen und das alles Stück für Stück aufzuarbeiten. Gerade bei so einer langen Beziehung, am Schluss waren das über 6 Jahre, da ist das halt nicht abgetan mit einer Woche heulen und dann ist der Drop gelutscht, sondern für mich war wichtig zu verstehen,
Wo hätte ich es vielleicht früher erkennen können? Wo lag es auch an mir? Es sind ja immer tatsächlich zwei Parteien daran beteiligt, dass es scheitert. Der eine, der es macht, der andere, der es mit sich machen lässt. Vielleicht sogar auslöst, dass der andere sich angespornt fühlt, es zu machen. Und ich würde behaupten, das war so roundabout ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich mich wirklich ganz intensiv mit mir beschäftigt habe, auch viel meditiert habe, neue Hobbys ausprobiert habe. Ich habe festgestellt, ich kann malen. Also, ich bin kein Picasso, ja, aber so ein ganz klein bisschen war da doch künstlerischer Funke vorhanden. Ich hätte nicht damit gerechnet. Singen kann ich nicht, dabei bleibe ich auch. Yoga wird auch nicht meins. Da hatte ich das Gefühl, ich hätte mir das Rückgrat verrenkt. Aber ich stehe noch, alles gut. Und ja, am Ende meiner Selbstfindungsreise ist mir einfach eins klar geworden. Ich habe Fehler, jede Menge. Die stehen mir auch zu. Das sind meine. Und mit diesen Fehlern wird irgendwann auch mal jemand klarkommen müssen. Und der Richtige wird das auch können. Und ich werde ganz offen zu diesen Fehlern stehen und sie ganz offen auf ein Serviertablett legen und präsentieren. Das habe ich nämlich aus Game of Thrones, dass man seine wundesten Punkte am besten wie ein Schutzschild nach außen trägt. Aber mir ist einfach dadurch klar geworden, ich bin nicht ersetzbar. Man kann jemand anderen nehmen an meiner Stelle, aber dann heißt das nicht, dass man mich ersetzt hat. Man hat einfach nur jemand anderen an seine Seite genommen. Ich bin total liebenswert. Ich bin, würde ich behaupten, witzig. Bist du? Ja, gell? Manchmal. Ich bin aber auch manchmal ziemlich engstirnig und kleinkariert und anstrengend. Man sollte es nicht meinen, aber ja, Das ist mir noch nicht der aufgefallen. Punkt kommt noch, Baby. Nein, ich habe meine Ecken, meine Kanten und meine tollen Seiten und das alles bin ich und das ist vollkommen in Ordnung und das ist ausreichend. Ich bin mir genug und ich habe gelernt, mich zu lieben. Und ich kann morgens vorm Spiegel stehen und mir ins Gesicht gucken und sagen, that's it, baby, that's it. Ja, und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich einfach mittlerweile dieses Eifersuchtsgefühl abgelegt habe, weil ich nicht mehr in diesem Wettkampfdenken bin. Da ist nichts, womit ich mich vergleichen müsste. Ich bin für mich selber einfach genug. Und seit diesem Moment, seit dieser Phase, die ich für mich hatte, treten andere Idioten in mein Leben. Aber es sind nicht mehr diese machtgeilen Macho-Männer. Es sind einfach andere Dinge, die mir jetzt aufploppen. Und auch da lerne ich wieder draus. Ich ziehe draus meine Schlüsse und beobachte das ganz interessiert. Und mit jeder Niederlage, mit jedem Mal aufstehen, habe ich was Neues gelernt. Und dann kann es ja nur noch besser werden. Also von daher heirate ich irgendwann Elisa. Oder ich werde eine verrückte Katzenlady. Die Option besteht natürlich auch, aber ich hoffe nicht. Ach, schön. So, jetzt habe ich dich ja ziemlich tief in meine Karten gucken lassen, meine Liebe. Du weißt, was jetzt kommt. Hose runter. Hose, ich habe einen Rock an, Herzchen. Stimmt. Schlüppi aus. Nee, im Ernst. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie es bei dir aussieht. Bin ich die Einzige, der es so geht, die immer wieder wiederkehrende hat? Hat dir vielleicht der Job mehr geholfen als mir, um aus diesen Strukturen rauszubrechen? Oder ist das ein immerwährender Kreislauf, der sich nicht durchbrechen hat lassen? Ach, doch, doch. Also mir sind immer wieder Männer begegnet, die mich so auf die eine oder andere Art kontrollieren wollen. Also entweder ist das so eine Nummer nach dem Motto, weißt du was, Schätzelein? Ich weiß ganz genau, was gut für dich ist. Und ich mache dich jetzt zu meinem kleinen Projekt. Genau zu dem, was ich haben will. Oder es ist so die Schiene, dass sie mich völlig von sich abhängig machen möchten. Und erstaunlicherweise sind das auch immer unfassbar starrgeistige Menschen, die wahnsinnig gefangen in sich selbst sind und so in diesen eigenen Kreisläufen. Aber so richtig bin ich erst dann immer in die Falle gelaufen, wenn ich mir dämlicherweise eingebildet habe, dass ich diesen Menschen irgendwie vor sich selbst retten könnte. Also da weiß ich auch nicht, wie man auf so eine bescheuerte Idee kommen kann. Aber ich glaube, ich mochte dann einfach dieses Bild auch von mir selbst, diejenige zu sein, die ihn retten kann. Und erstaunlicherweise ist mir das aber auch immer erst dann passiert, wenn ich gerade keinen Escort gemacht habe. Ich denke, das hängt auch sehr viel damit zusammen, dass man einfach weitaus weniger needy ist, wenn man sich begehrt fühlt, wenn man sexuell befriedigt ist. Soll ja helfen im Leben. Aber ich denke auch, dass dieser Job nochmal auf einer ganz anderen Ebene sehr, sehr hilft. Also er führt mir immer wieder vor Augen, wie wertvoll ich tatsächlich in Freiheit bin. Also wie sehr ich auch meinen Glanz verliere, sobald jemand mir die Flügel stützen möchte. Und dass es da eben diese Variante von mir gibt, die so richtig verzaubern kann.
die auch gewollt ist. Und dass ich mir meine Flügel überhaupt nicht stutzen lassen muss, um geliebt zu werden. Also damit jetzt wieder anzufangen, hat mir schon sehr geholfen, um mich von diesen Dynamiken zu befreien. Und insofern ist Escort für mich schon auch irgendwo wie ein Heilinstrument. Aber ich sehe ehrlich gesagt auch diese Sorte Mensch, die mir da immer wieder begegnet ist, als eine wichtige Etappe in meinem Leben, also als einen wichtigen Lernprozess. Weißt du, ich habe so einen Freund in München, der immer gesagt hat, dass alles im Leben für dich passiert. Alles passiert einfach nur, damit du daraus lernst. Und Fakt ist, dass jedes Mal, wenn ich dieses Muster wieder erkannt habe, wenn ich dem Ganzen den Rücken gekehrt habe, und ja, dann dauert es immer mal so ein bisschen, ein paar Wochen, manchmal auch Monate, bis ich mich da wieder zu einer neuen Größe hochgearbeitet habe. Aber jedes Mal macht mich das ja noch ein Stückchen stärker. Und jedes Mal, wenn ich mich dann wieder neu aufgebaut habe, schaue ich mich dann an und denke mir, ja, doch. Also tatsächlich kann ich mich jetzt noch ein bisschen mehr achten und auch noch ein bisschen mehr lieben. Einfach schon alleine dafür, dass ich eben gewachsen bin dann in dem Moment. Also ich denke, das soll alles so passieren. Aber ich finde es wirklich, wirklich sehr inspirierend jetzt gerade. Also alles, was passiert, passiert für dich. So war das. Also das nehme ich tatsächlich jetzt auch mal für mich mit nach Hause und möchte das verinnerlichen. Das ist wirklich schön. Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Einstellung und ich glaube, die macht das Leben an vielen Punkten auch deutlich leichter, wenn man die verinnerlicht hat. Ne? Es ist ja immer das eine, ob man es sagt und das andere, ob man es lebt. Was mich tatsächlich an der Stelle jetzt aber nochmal interessieren würde, wo ist in deinem Leben, also wenn es zu intim ist, musst du es nicht beantworten, aber mich würde schon interessieren, wo in deinem Leben so ein Punkt gewesen ist, der das eigentlich ganz gut beschreibt, dass du wo du so eine richtig blöde Erfahrung hattest, wo dich jemand versucht hat zu kontrollieren, zu brechen, einzuengen, wie auch immer und du es geschafft hast, da rauszugehen und trotzdem mit dieser Einstellung, das passiert für mich gerade. Wie hast du das gemacht? Was war da? Also ich denke, so die emotional aufwühlendste Variante davon war auf jeden Fall meine frühere Partnerschaft. Aber da jetzt so im Detail drüber zu sprechen, bin ich ehrlich gesagt nicht wirklich bereit zu. Aber eine Geschichte, die mir gerade aus dem letzten Jahr sehr noch in den Kniekehlen sitzt, war, dass ich über den Escort einen recht interessanten Mann kennengelernt habe, der mir schon nach unserem allerersten Escort-Date offenbart hat, dass er sich ja so wahnsinnig verliebt hätte oder zumindest schon dabei wäre. Also er hat es auf jeden Fall mit sehr viel Ethos formuliert. Und ja, dass es für ihn ja schon ein schwer zu ertragender Gedanke sei, dass ich jetzt weiterhin mit anderen schlafe. Und ich dachte mir dann, okay, wie stellst du dir das denn überhaupt vor? Also er hatte die Erwartung, dass ich mich jetzt blindlings, nachdem wir uns ein einziges Mal getroffen haben, und er mir ja jetzt auch nicht konkret angeboten hat, so ich übernehme jetzt für dich die Wohnkosten, du kriegst von mir alles gestellt oder sonst irgendetwas. Nee, er hatte die Erwartung, dass ich ihm da völlig blind vertraue und mich komplett von ihm abhängig mache. Und das war schon für mich so, ja, ich muss es wieder sagen, die erste Red Flag. Okay, was genau habe ich da jetzt zu erwarten? Ich habe ihn dann langsam, aber sicher an den Gedanken gewöhnt, dass ich so schnell mit diesem Job nicht aufhöre, besonders nicht ohne eine Kompensation eben auch. Und seine goldene Idee war dann, hey, okay, dann kann ich doch deine Firma finanzieren, du kannst deinen Traum leben und alle sind glücklich. Und ich dachte, oh, okay, dieser Mann hat, glaube ich, wirklich verstanden, was mir wichtig ist. So, und dann kam dieser Abend, wo wir zusammen essen waren. Und ja, wenn man über Zahlen spricht, macht man das persönlich. Das macht man nicht am Telefon. Deshalb habe ich da extra gewartet. Und saß ihm dann gegenüber und meinte, sag mal, wie stellst du dir das denn jetzt eigentlich vor? Ich habe die und die Pläne, habe ihm da alles schon gedanklich aufgezeichnet. Und als es dann um die Frage ging, wie wir das Ganze denn aufteilen, was so die Vorstellungen sind, war sein Vorschlag tatsächlich, dass er ja 51% meiner Firma haben würde dadurch, wenn er alles finanziert. Und ich dachte mir, wow, okay, du möchtest mich also zum Sklaven in meinem eigenen Unternehmen machen. Du möchtest also mich in der totalen Abhängigkeit. Das ist so dermaßen keine Liebe, das ist jemanden künstlich an sich zu ketten. Und fand das einfach so traurig und so enttäuschend auf einer menschlichen Ebene. Ja, das ist es auf jeden Fall auch. Ja, und
so dieses Schema von Mann, der so in mein Leben poltert und irgendwie die Unabhängigkeit in mir sieht und diese Unabhängigkeit zu seinem eigen machen möchte, also mir so ein bisschen die Flügel zu stutzen, das begegnet mir halt immer und immer wieder im Leben. Gott sei Dank wird das jetzt immer weniger. Aber diese Begegnung war halt für mich schon ein großer Turning Point, weil ich normalerweise genau auf dieses Schema reingefallen wäre. Also ich hätte mich da vielleicht auch verliebt. Warum auch immer. Aber bei dieser Geschichte war ich eben emotional nicht so wirklich into it und war im Grunde auch schon von Anfang an sehr auf Abwehrhaltung. Und mir ist zwar danach noch ein paar Mal dieses Schema begegnet, aber da habe ich es halt sofort erkannt und mich eben auch gar nicht mehr damit aufgehalten, weshalb es mir auch nicht mehr schaden konnte. Und ja, um diesen Klickmoment bin ich halt durchaus sehr, 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 sehr dankbar. Also da ist halt tatsächlich auch etwas wirklich für mich passiert. Also ich bin auch unfassbar froh, dass ich in dieser Entscheidung Escort oder er definitiv den Escort gewählt habe. Das ist in diesem ganzen Kontext für mich gleichbedeutend mit der Entscheidung für mich, also für meine eigene Stärke, für meine Unabhängigkeit, für eine Zukunft, die eben nach meinen eigenen Regeln gestaltet ist, für alles, was mir wichtig ist. Und ich weiß, dass es für manche Menschen unfassbar befremdlich klingen muss, aber Escort ist für mich tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Teil der eigenen Selbstheilung. Und ich merke auch, dass ich das an meinem jetzigen Punkt im Leben auch noch wirklich sehr für mich brauche, dass es mir wirklich gut tut. Also ich glaube, ich für mich auch, aus anderen Aspekten zwar, aber definitiv die gesündeste Variante, die ich für mich hätte finden können. Ja. Einfach weil es mich total erfüllt. Und ich meine, ich liebe meinen Hauptjob, bin einfach ein Zahlenmensch, merke aber in diesem ganzen Konstrukt des Angestelltenverhältnisses fühle ich mich auch immer mehr eingeengt, gestutzt. Ich darf mich nicht entfalten und machen, wie ich möchte. Und kann mir jetzt auch durch den Job peu à peu meine kleinen Träume erfüllen und mache mich jetzt parallel auch noch mit der Buchhaltung selbstständig. Ja, Zaubermittel Escort. Es hilft bei der Unabhängigkeit. Das gibt uns Frauen halt unfassbar viel, wenn wir in diesem Bereich unsere eigenen Flügel entwickeln. Aber bevor wir jetzt noch weiter abschweifen, denn wir beiden neigen dazu. Also ab der nächsten Woche sei es euch wieder gestattet, eigene offenen Fragen einzusenden. Ich konnte jetzt die ganze Zeit einsenden, aber eben auch, dass wir sie am Ende der Folge verlauten lassen und ich mir hier nicht mein dominantes, freches Vorrecht sicher. Die könnt ihr uns natürlich gerne wieder über hedonistapodcast.com einschicken oder über den X- oder Insta-Account von Hedonista Podcast. Also Yves, ich muss sagen, diese Folge, diese Doppelfolge mit dir hat mir wirklich unfassbar gut gefallen. Das werden wir irgendwann mal wiederholen, aber mit 100%iger Garantie, ne? Ja, sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude bereitet, hier meinen Redefluss auszulassen. Nein, im Ernst, war wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, auch wenn die eine oder andere Frage doch ziemlich intim gewesen ist. Bin sehr dankbar, dass du sie mir gestellt hast. Ich habe sehr viel, was ich wieder mitnehmen kann und darf. Bin mal gespannt, wie ich mich so weiterentwickle mit dem ganzen Input, der jetzt noch dazugekommen ist. Ja. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Na dann, liebe Sherlocks, auf in ein feuchtfröhliches Wochenende. Und nicht vergessen, keep your hands clean, but your mind dirty. Bis zum nächsten Freitag.